Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ich öffne heute das dritte Türchen des Sugar Princess Christmas Cookie Club 2023. Ihr wisst ja, das ist mein Online-Adventskalender, der vom 1. bis zum 24. Dezember bei mir auf dem Blog und hier auf YouTube läuft. Jeden Tag dürft ihr ein Türchen öffnen. Jeden Tag findet sich ein schönes Rezept und ein kleinerer Gewinn. Am Sonntag ist es natürlich immer ein etwas größerer Gewinn und so auch heute. Heute könnt ihr diese wunderbare Backform gewinnen. Dafür müsst ihr einfach auf den Blog gehen, die Gewinnfrage anschauen und hier kommentieren und auch auf dem Blog am besten. Dann habt ihr nämlich die doppelte Gewinnchance. Immer kommentieren mit dem Hashtag SCCC23 und natürlich den Kanal abonnieren, denn sonst könnt ihr nicht in den Lostopf springen. Dafür wünsche ich euch natürlich viel Glück, bevor wir mit dem Rezept beginnen. Das ist nämlich das leckere Alpenbrot, das ich euch heute vorstellen möchte. Es ist ein Rezept, das bei uns in der Familie sehr, sehr beliebt ist. Es ist nicht so bekannt. Es schmeckt so ähnlich wie Magenbrot, aber ja, ist noch etwas anders und sehr, sehr lecker, sehr einfach gemacht und ist bei uns immer sofort weggenascht. Für dieses Rezept müsst ihr nicht viel tun und ihr bekommt einfach ganz viele Plätzchen heraus. Das Rezept könnt ihr natürlich wie immer ausdrucken bei mir auf dem Blog. Hier unten ist er auch nochmal verlinkt. Unter dem Titel direkt anklicken, dann seht ihr die Videobeschreibung und da findet ihr alle wichtigen Infos, auch nochmal zu dem Gewinnspiel. Wir starten direkt mit dem leckeren Alpenbrot. Wir brauchen 500 Gramm Mehl. Ein Teil davon ist ersetzbar durch fein gemahlene Nüsse, durchaus. Dann brauchen wir 30 Gramm Kakao, Backkakao, einen Teelöffel Backpulver, natürlich eine Prise Salz. Dann kommen Gewürze hinzu. Ich nehme 2 Teelöffel Zimt. Allmählich ist der hier leer. Einfach dazugeben. Das ist Ceylon-Zimt, den ich hier verwende. Dann nehme ich gerne einen halben Teelöffel Nelken und ein halber Teelöffel Kardamom. Ihr könnt die Gewürze aber auch variieren und nach eurem Gusto einfach nehmen, was euch am besten schmeckt. Ich vermische mir die trockenen Zutaten immer gerne so erstmal miteinander. Selbstverständlich könnt ihr dieses Rezept auch in der Küchenmaschine zubereiten. 250 Gramm Zucker kommt natürlich noch dazu. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Den könnt ihr auch reduzieren auf 200 Gramm, wenn ihr es nicht so süß haben wollt. Aber weniger sollte es dann nicht sein. So, jetzt geben wir noch hinzu etwas Orangenschale. Ungefähr die Schale einer halben Orange. Und ich mache das immer so, ich reibe mir dann die Früchte ganz ab und trockne den Rest, den ich nicht benötige, auf einem Tellerchen. So habe ich dann immer frisch Orangen- und Zitronenschale daheim. Hinzu kommen noch 2 bis 3 Eier, je nach Größe. Ich nehme jetzt mal 3 mittelgroße Eier. Und hinzu kommt noch 250 Gramm weiche Margarine oder Butter. Wenn ihr nur 2 Eier verwendet, dann nehmt nachher noch einen Schuss Milch, damit der Teig schön geschmeidig ist, oder einen Schuss Rum kann man auch verwenden. Das wird jetzt einfach alles miteinander vermischt, dass sich ein schöner Teig bildet. Und ihr wisst ja, ich mache das immer gerne, dass ihr alle es auch seht, hier mit dem Handrührgerät und dass es auch jeder machen kann daheim. Und jetzt würde ich an der Stelle mit den Händen weiterkneten. Wenn der Teig so schön geschmeidig geknetet ist, entweder von euren Händen oder von der Küchenmaschine mit dem Flachrührer oder mit den Teighaken des Rührgeräts, man muss dann irgendwann umsteigen, sonst klappt das nicht, dann werden wir uns den Teig aufteilen in 6 Teile und dort einfach erstmal 6 Rollen formen. Er darf auch ruhig 10 Minuten in die Kühlung, muss aber nicht unbedingt. So, wir brauchen eine leicht bemehlte Arbeitsfläche. Darauf kommt unser Teig. Den werden wir uns dann am besten so drücken, dass wir da leicht unsere Teile draus
schneiden können, dass sie alle gleichmäßig werden möglichst. Erstmal in der Mitte durch. So. Sollte es kleben, noch etwas mehr Mehl verwenden natürlich. Und dann können wir die einzelnen Teile nochmal wieder in 3 teilen. Und dann haben wir es ungefähr gleich. Einmal. Da haben wir hier die 3 Stränge. Und hier nochmal 3 Teile. Sodass wir wirklich so 6 Teile haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie jetzt unterschiedlich herrichten. Wir machen auf jeden Fall aus jedem dieser Teile eine Rolle. Kann sein, dass wir auch noch ein bisschen Mehl benötigen. Ich rolle mir die Rolle immer so auf ungefähr 30 cm aus. Gucken wir mal hier, ja, so 30 cm und dann ist sie so 2 bis 3 cm dick. Wir gucken mal, 2,5 cm bis 3, ja, im Durchmesser. Und davon macht ihr jetzt 6 solche Rollen und legt sie auf das Blech. Und dann werden sie gebacken bei 180 Grad Umluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze 10 bis 12 Minuten. Das hängt wirklich immer vom Ofen ab und von der Größe der Rolle. Einfach so auf das Blech geben und vielleicht noch so ein bisschen abfegen, dass nicht so viel Mehl drauf ist. Das macht jedes Plätzchen immer so ein bisschen unansehnlich. Also immer schauen, dass euer Backwerk möglichst mehlfrei ist, soweit es geht. Und die zweite Rolle kommt auch direkt aufs Blech. Nochmal abfegen. Und die gehen noch gut auf, deswegen macht euch keinen Kopf, mit etwas Abstand einfach legen. Genauso natürlich jetzt mit den restlichen 4 Teigstücken verfahren. Die werden alle noch der Reihe nach abgebacken. Ihr könnt natürlich auch 3 auf einmal backen, überhaupt kein Thema. Oder alle auf einmal einfach bei Umluft, das geht auch. So sehen unsere Alpenbrote aus. Also wirklich eine Art Brotleib ist entstanden. Und jetzt ist es bei dem Guss einfach wichtig, dass wir den schon fertig haben. Der wird ja gerade angerührt mit etwas Zitronensaft, also 150 Gramm Puderzucker und Saft einer kleinen Zitrone. Zusammenrühren oder man nimmt eine Zartbitterglasur, einfach Schokolade oder so wie ich hatte noch welche übrig und zwar so eine rosa Glasur. Ihr könnt natürlich auch eine ganz normale helle Glasur anrühren, aber ich nehme vom letzten Backen noch die hier übrig ist. Puderzucker und einfach etwas roter Saft ist das jetzt hier. Und jetzt müsst ihr einfach gucken, hat die Glasur für euch die richtige Konsistenz? Soll es eher durchscheinend sein oder soll es ganz dick sein? Das ist wirklich Geschmackssache. Könnt ihr anrühren, wie ihr wollt. Und das gibt man jetzt auf das noch warme Gebäck. Streicht das quasi so ab. Und ihr seht, da schaut das Brot dann noch wirklich schön durch. Auch bei der weißen Glasur ist das dann so. Im Hintergrund backen auch noch die anderen Stangen. Wirklich von allen Seiten schön einstreichen. Es gibt auch Leute, die streichen das Alpenbrot, wenn es schon geschnitten ist, rundherum ein, dann hält es noch länger. Und es sieht unscheinbar aus, aber es ist einfach mega, mega lecker. Der Guss sorgt auch dafür, dass das Markenbrot länger frisch hält. Und ja, so lässt sich das schon einige Wochen in der Blechdose durchaus aufbewahren. Und dann werde ich noch Sterne oder Nonpareils aufstreuen. Das könnt ihr aber auch weglassen. Ihr könnt sie auch einfach so nur mit dem Guss genießen. Sind auch sehr, sehr lecker. Ich nehme jetzt mal weiße Sterne und so ein paar Perlen noch. Wunderbar. Jetzt lasse ich die so auf dem Silikon erstmal trocknen und dann nachher werde ich sie, wenn alles ganz schön angezogen hat, in Streifen schneiden und zwar so diagonal einfach. So, alles ist gut getrocknet und ich habe jetzt die Stangen auf eine schnittfeste Unterlage gesetzt oder gelegt vielmehr. Das muss man natürlich nicht machen, wenn man auf Backpapier bäckt.
dann kann man direkt auf dem Backpapier dekorieren und auch schneiden. Aber ich wollte mir natürlich meine Silikon-Backmatten nicht verschneiden. Deswegen musste ich jetzt so ein bisschen umständlich umsetzen. Also ihr macht das bestimmt besser. Nehmt einfach Backpapier und da müsst ihr gar nichts mehr bewegen. Das Alpenbrot wird traditionellerweise so schräg geschnitten. Ungefähr ja, so 1 bis 2 Zentimeter breit. Hier ist mir eins beim Übersetzen zerbrochen. Also das Übersetzen ist nicht so günstig. Da sind die schon ziemlich empfindlich, deswegen wirklich Backpapier verwenden beim Backen. Und diese Enden hier, ehrlich gesagt, vernasche ich die immer gleich. Jetzt schauen wir mal, wie so ein Stück aussieht. Eigentlich wie ein Lebkuchen. Und das Wichtige ist, dass man nicht zu lange backt, dass sie schön innen noch feucht sind. Das ist genau richtig. Und sie ziehen natürlich wie ein Lebkuchen auch noch durch. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich werde gleich einen naschen. Und ja, so machen wir das jetzt mit allen unseren 6 Stangen. Und dann sehen wir uns zum Probieren. So, ich sitze gemütlich beim Adventskaffee und werde jetzt für euch probieren. Ich liebe diese Teile einfach. Sie sehen so harmlos aus und sind so schnell gemacht, aber schmecken einfach wirklich fantastisch. Aber erstmal gibt es ein bisschen Tee natürlich noch. Ich habe schon ein Tässchen getrunken, aber etwas mehr darf es schon sein. Sehr lecker. Ein schöner Tee. Ja, dann so sehen die Teile aus. Ich probiere mal einen für euch. Schnell mal noch ein bisschen Tee trinken. Einfach traumhaft lecker. Schmecken total weihnachtlich, richtig schön saftig innen drin, außen so schön knusprig mit dieser Glasur. Super, super lecker, adventlich, besonders lecker zum Tee oder zum Kaffee. Sie schmecken im Grunde wie Lebkuchen, sind aber viel schneller gemacht. Das war mein Alpenbrot, ein Lieblingsrezept unserer Familie. Schnell gemachte Lebkuchen sind es im Grunde, nichts anderes. Und man hat auf einen Schlag richtig viele Plätzchen. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept einmal aus und vergesst dann bitte auch nicht, mir Fotos zu schicken. Vergesst natürlich auch nicht zu kommentieren mit dem Hashtag SCCC23, damit ihr in den Lostopf für das heutige Gewinnspiel springen könnt. Alle Teilnahmebedingungen und alles weitere zum Gewinnspiel findet ihr auch nochmal ganz ausführlich bei mir auf dem Blog. Der ist wie immer hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort unbedingt nach, dort könnt ihr das Rezept auch nachlesen und sogar ausdrucken. Und ja, wir sehen uns morgen auf dem Blog zum 4. Türchen und natürlich nächsten Sonntag wieder dann im Video mit wahrscheinlich einem neuen Tortenrezept. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen, viel Glück beim Gewinnspiel und tschüss! Happy Christmas from me to you.